Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial von dem Haus, was ihr hier im Hintergrund seht. Ein Haus, das 2 Etagen groß ist, ein Pool mit dabei hat, eigentlich auch eine große Fläche bietet. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an und wenn ihr Bock habt, dann können wir das zusammen nachbauen. Genau, wir sind hier auf der Vorderseite, wo man dann hier über so einen Weg einmal hier rechts in den Eingang reingehen kann. Und hier seht ihr schon, wie das Ganze von innen, von der Größe aufgeteilt ist. Also ihr seht wirklich ein ziemlich großer Raum oder eine ziemlich große Fläche hier. Und wenn man dann hier über diesen Weg die Treppe hier hochgeht, dann kommt man nochmal in das zweite Stockwerk rein. Hier ist dann vorher erstmal eine Terrasse. Hier kommt man dann in das Innere. Dann seht ihr auch ungefähr die Größe von dem Inneren hier. Und hier kann man dann nochmal raus auf eine weitere große Dachterrasse. Also einmal hat man hier einen Part. Und wenn man dann hier weitergeht, ist hier nochmal so ein zweiter Part. Genau, ich fliege mal gerade nochmal außen rum um das Haus, um euch das Ganze auch von den verschiedenen Seiten zu zeigen. Also das ist jetzt so die Vorderseite. Und wenn man dann hier einmal rechts rumfliegt, seht ihr, dass wir hier unten noch ein paar Fenster haben für die untere Etage. Und dann hier auf der Rückseite auch nochmal einiges an Fenstern. Und dann kommt man hier über die linke Seite wieder nach vorne. Genau, also so sieht das Ganze aus. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch das gefällt und wenn ihr Bock habt und wenn ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt, dann können wir das jetzt zusammen nachbauen. Die Materialien, die wir brauchen, sind zum Großteil Birkenholz, Quarzblöcke und türkise Glasscheiben habe ich genommen. Ihr könnt aber auch eine andere Farbe nehmen. Genau, also das sind so die Grundmaterialien und dann werden wir hier und da noch ein paar andere Sachen brauchen, die ich dann immer wieder dazu ansage. Genau, wir starten aber mit Holz. Und zwar an dieser Stelle, also das, was ich jetzt genau angucke, was genau in der Mitte ist, hier an der Stelle werden wir einmal anfangen mit dem Haus. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr braucht also nach rechts Platz, nach vorne Platz und nach hinten einiges an Platz und nach links nicht so viel. Okay, genau, dann würde ich sagen, fangen wir an, erstmal 4 Blöcke Holz aufeinander zu, beziehungsweise 5 sogar. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 Blöcke Holz aufeinander. Dann als nächstes gehen wir hier ganz oben einmal auf die rechte Seite und ziehen hier 8 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei dem letzten auf der Vorderseite ziehen wir jetzt nochmal 8 Blöcke vorne dran. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hier auf die rechte Seite und ziehen hier wieder 8 Blöcke dran. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und bei dem letzten auf der Vorderseite ziehen wir auch nochmal 8 Blöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann auf der rechten Seite ziehen wir wieder 8 Blöcke dran. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bis jetzt glaube ich alles eigentlich ziemlich einfach. Was wir als nächstes machen, ist, dass wir hier ganz hinten einmal Blöcke drunter ziehen, bis das hier zum Boden kommt. Genauso machen wir das hier an dieser Ecke. Auch Holz einmal bis zum Boden. Dann machen wir das als nächstes einmal hier an dieser Ecke, also an der nächsten. So, dann bei der Ecke machen wir das nicht, aber dort hinten bei dieser Ecke machen wir das auch wieder. Also auch wieder Holzblöcke einmal runter bis zum Boden, dass das Ganze so aussieht bis jetzt. Dann als nächstes gehen wir einmal hier hinten an diese Ecke und auf die Rückseite davon. Und dort ziehen wir 9 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und diesen letzten ziehen wir dann auch einmal runter bis zum Boden. Und was wir dann schon mal machen können, ist, dass wir diese Fläche einmal komplett mit Holz auffüllen. Das heißt, hier ziehen wir noch 3 weitere Holzschichten rein, sodass wir hier eine solide Wand haben. Und das gleiche machen wir einmal hier ganz rechts, also hier in dem Bereich auch. Also hier kommen auch überall einmal Holzblöcke rein, sodass wir hier eine solide Holzwand haben. Genau bis hierhin. Das sieht schon mal gut aus. Und dann würde ich sagen, als nächstes können wir einmal anfangen, überall zwischen den Holzsäulen auch Holzbretter zu ziehen. Also hier eine Verbindung und jeweils immer auf der Unterseite. Ne? Dann hier eine Verbindung.
beziehungsweise also bis hier zu dieser Ecke. Da müsst ihr euch imaginär eine Säule vorstellen und dann geht das hier einmal rum bis an dieses Holz dran. Ne? Also genau aufpassen, dass es hier genau wie hier oben, also parallel dazu verläuft. Genau, und dann hier nochmal eine Verbindung hier rüber bis dahin. Genau. So, dann als nächsten Schritt machen wir das einmal so, dass wir jetzt hier rechts an diese Ecke gehen und dort auf der Rückseite ziehen wir einmal, jetzt muss ich ganz genau überlegen, 11 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und auf diesem 11., den letzten Block, dort oben drauf kommen jetzt nochmal 4 weitere Holzblöcke. Also 1, 2, 3, 4. Dass das Ganze so aussieht. Dann gehen wir einmal, wenn wir von dieser Seite aus kommen, also wo hier diese Wand ist, wenn wir von hier kommen, dann einmal auf der linken Seite beim obersten Block setzen wir 8 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hier auf die Rückseite und ziehen dort 5 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier auf dieser Vorderseite, also hier, setzen wir 10 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, bis hierhin. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Und dann gehen wir hier einmal auf die Rückseite, also hier hin und setzen dort 9 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis hierhin. Und dann gehen wir auf die Unterseite und ziehen dort 4 weitere Holzblöcke dran. Also 1, 2, 3, 4. Und ziehen diesen dann einmal hier an diese Ecke dran. Also das müsste jetzt eigentlich so aufgehen, dass man das hier perfekt miteinander verbinden kann. Genau, das ist so erstmal dieser Schritt. Dann als nächstes, jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Ich würde fast sagen, dass man einmal hier eine Verbindung nach hinten zieht. Das müssen wir jetzt perfekt damit verbinden, aber komplett über die Ecke. Das heißt, wir ziehen das hier einmal nach hinten, dann gehen wir hier hin und ziehen diese Blöcke einmal hier auch so in diese Richtung. Und solange, Alter, das war sogar perfekt bei mir, also bis sich die kreuzen, bis ihr hier einfach so eine Verbindung habt, das ist eigentlich relativ einfach. Also wenn ihr zu weit baut, dann könnt ihr den Rest wieder abreißen. Genau, einfach so, dass die sich hier kreuzen. Das gleiche machen wir dann hier oben einmal. Also ziehen wir hier auch nochmal Holz entlang. Und von hier genauso auch. Bis die sich hier kreuzen. Und das gleiche machen wir auch nochmal ganz unten. Das heißt hier auch einmal überall Holz. So, ne? Und dann guckt man einfach mal, wie weit das ist. Also bei mir passt das. Das ist perfekt, so wie die anderen Blöcke auch, auf der gleichen Ecke. Und hier nochmal genau das gleiche. Also einfach, dass man das alles so miteinander verbunden hat. Und dann können wir jetzt schon mal anfangen, die ganzen Flächen einmal auszufüllen. Ich werde das, glaube ich, hier unten auslassen, einfach aus Zeitgründen. Aber hier diesen mittleren Teil, hier müssen wir jetzt überall auf dieser Höhe einmal komplett Holz reinsetzen über die ganze Fläche, die wir jetzt markiert haben. Das dauert jetzt wieder einen Moment, weil das auch eine etwas größere Fläche ist. Genau, aber dann nehmt ihr einfach Birkenholz und fangt an, das komplett einmal aufzufüllen. Also über die ganze Fläche, dass überall komplett Birkenholz drauf ist. So, dann einmal hier entlang. Also echt eine etwas größere Fläche, dauert wirklich ein bisschen länger, aber das muss auf jeden Fall gemacht werden, weil das den Boden für die zweite Etage bildet. So, dann einmal hier entlang, so hier weiter. Gut, die Hälfte haben wir jetzt, glaube ich, locker geschafft. So, dann einmal hier weiter. Und während ich das hier mache, könnt ihr das ja bei euch auch machen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob wir gleich schnell arbeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute deutlich schneller sind als ich. Außer, wobei, manchmal verbaue ich mich krass, aber ich glaube, dass man da ungefähr gleich schnell ist. Dann sind wir hoffentlich ungefähr gleichzeitig fertig. Genau, so, bei mir passt das jetzt. Dann als nächstes können wir das gleiche hier ganz oben auch einmal machen. Das heißt, hier füllen wir auch überall
einmal Holzblöcke rein. Die Fläche hier ist aber deutlich kleiner, weil man viel mehr, also weil man einige Dachterrassen hat, die man jetzt nicht so mit diesem Dach überdacht. Deshalb geht das hier deutlich schneller. Dann machen wir das jetzt auch mal schnell und dann haben wir das gleich alles geschafft. So. Okay, und die letzten Blöcke, perfekt. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann würde ich fast sagen, ich muss auf jeden Fall hier auf der Unterseite eine Schicht weiterziehen. Das heißt also hier einen breiter müssen wir das machen. Also theoretisch würde ich das komplett alles auffüllen, ne, mit Holz auch. Das mache ich jetzt nur aus Zeitgründen nicht. Deshalb muss ich da einmal ein bisschen schummeln und hier nur am Rand die Blöcke einmal setzen. Aber die brauche ich, damit man die Wände vernünftig ziehen kann. Aber wie gesagt, bei euch zieht das am besten komplett überall das Holz rein. Auch wenn es lange dauert, das braucht man. Genau, aber ansonsten würde ich jetzt nämlich anfangen mit den Quarzblöcken. Und dort fangen wir einfach mal hier auf der rechten Seite an. Und zwar genau hier an der Stelle müssen einmal 3 Quarzblöcke aufeinander. Dann lässt man 2 Blöcke frei und hier kommen nochmal 3 Quarzblöcke aufeinander. Dann bleiben hier wieder 2 Blöcke frei und hier kommt wieder Quarz aufeinander und hier oben auch nochmal 2 Blöcke rein und hier kommt der Eingang hin. Das heißt, da kann man schon mal Birkenholztüren nehmen und die von der Innenseite dort reinsetzen. Da hat man eine Doppeltür und hier kommen Glasscheiben rein. Das heißt, hier haben wir unser erstes Fenster. Dann kommen wir zu diesem Bereich und hier machen wir das so, dass wir hier rechts Quarz reinziehen. Dann 5 Glasscheiben nebeneinander, also 1, 2, 3, 4, 5. Hier wieder 3-mal Quarz aufeinander. Dann wieder 5 Glasscheiben nebeneinander und hier wieder 3-mal Quarz aufeinander. Und dann füllen wir hier den ganzen Rest auch einmal mit Glasscheiben auf. Das heißt, wir haben hier 2 von solchen Fenstern, die 5 mal 3 Blöcke groß sind. Und so ein bisschen so einen Eckraum ein bisschen markieren. Genau das an der Stelle. Und dann gehen wir einmal hier links rein und setzen hier unten auch 3-mal Quarz aufeinander an dieser Stelle. 2 Blöcke bleiben frei. Dann wieder 2-mal Quarz, also 3 Quarz aufeinander. Hier die Glasscheiben dazwischen. Und hier machen wir das jetzt so, dass wir hier einmal wieder Holz hinziehen. Und hier kommt nachher die Treppe rein. Da können wir eigentlich schon mal anfangen, hier auch überall einmal Holz zuzumachen und die 2 Blöcke rauszureißen. Und den Rest machen wir später, wenn wir zur Treppe kommen. Als nächstes würde ich nämlich gerne einmal die untere Etage fertig machen, und zwar hier auf der Rückseite. Und dafür fangen wir einmal hier links an und setzen jetzt hier, also nicht ganz außen, sondern ein nach innen versetzt, erstmal hier 2 Blöcke Quarz hin. Dann bleiben 4 Blöcke frei, also 1, 2, 3, 4. Dann kommen wieder 4 Blöcke Quarz nebeneinander. Dann bleiben wieder 4 Blöcke frei. Dann wieder 4-mal Quarz nebeneinander. Dann bleiben wieder 4 Blöcke frei. Und dann kommt hier 2-mal Quarz nebeneinander. So, und wenn wir das gemacht haben, ziehen wir jeweils das Quarz alles nochmal höher bis zum Holz. Das heißt 3 Blöcke hoch. Das gleiche hier nochmal und hier nochmal. Und die Zwischenräume füllen wir jetzt einmal mit Glasscheiben auf. Das heißt, wir haben hier 3 von solchen Fenstern, die 4 mal 3 Blöcke groß sind. Und genau die gleichen Fenster werden wir gleich auf der Rückseite vom Haus auch nochmal bauen. So, die Seite ist dann fertig. Genau, und hier fangen wir dann an, erstmal hier noch eine Schicht Quarz hinzuziehen, dass man insgesamt 2 nebeneinander hat. Dann bleiben 4 Blöcke frei. Dann wieder 4-mal Quarz nebeneinander. Dann 4 Blöcke freilassen. Dann 2-mal Quarz nebeneinander. 4 Blöcke freilassen. 1, 2, 3, 4 und dann geht das, glaube ich, nicht ganz auf. Warte mal, oder habe ich mich irgendwo verzählt? Das sind 4 Blöcke. 4 Blöcke. Hier machen wir 5 Blöcke draus. So, ich glaube, ich habe mich da verzählt sogar. Genau, dann machen wir hier 5 Blöcke. Das sind 4 Blöcke, die frei sind. 2 Blöcke. 4 Blöcke bleiben frei und hier nochmal 2 Blöcke Quarz hin. Und das ziehen wir jetzt jeweils alles auch wieder 3 Blöcke hoch.
Genauso wie wir das vorhin auch gemacht haben. Und den Rest füllen wir einmal mit Glasscheiben auf. Das heißt, hier das erste Fenster, hier das zweite Fenster und hier einmal das dritte Fenster. So, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch die obere Etage fertig machen. Und da fangen wir erstmal an, hier in der Ecke eine Holzverbindung zu ziehen, also 3 Blöcke Holz aufeinander. Und hier auf der Seite, dieser ganze Bereich, den machen wir komplett zu mit Holz. Also hier kommen nochmal 3 Leisten von Holz rein. Aber was heißt Leisten? Einfach so eine Holzmauer wird das hier. Und ansonsten machen wir das hier so, dass wir hier links wieder ein nach innen versetzt an der Stelle zweimal Quarz nebeneinander ziehen. 4 Blöcke bleiben frei. Dann kommen hier 5 mal Quarz nebeneinander. Dann bleiben wieder 4 Blöcke frei und dann wieder 2 mal Quarz nebeneinander. Und das ziehen wir jetzt auch alles einmal auf eine Höhe von 3 Blöcken und füllen den Rest auch wieder mit Glasscheiben auf. Und wenn man gleich von etwas weiter darauf guckt, müsste das genauso wie auf der unteren Etage sein, die Fenster. Also die müssten, ja genau, das passt, dass die beide so übereinander genau sind. Das ist sehr cool. Genau, dann als nächstes würde ich sagen, machen wir hier auf der Seite weiter. Und zwar ziehen wir jetzt hier, also hier haben wir jetzt eine Quarzlinie, da ziehen wir noch eine zweite hin, lassen 2 Blöcke frei, ziehen hier nochmal Quarz aufeinander, 3 Blöcke und hier oben nochmal 2 Blöcke rein und hier kommen dann 2 Birkenholztüren von der Innenseite rein, also das ist wieder so ein Eingang. Und dann als nächstes brauchen wir Glasscheiben und machen hier so ein Eckfenster hin. Das heißt, wir ziehen das erstmal hier 3 Blöcke weiter raus mit Glasscheiben und dann ziehen wir 5 weitere in diese Richtung. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir uns wieder Quarz und ziehen hier 1, 2, 3, genau 3 Blöcke Quarz nebeneinander und ziehen das dann auch einmal ganz nach oben, also 3 Blöcke hoch und füllen hier einmal den Rest auch wieder mit Glasscheiben auf. Und zwar so, dass die hier schön um die Ecke gehen und hier so ein Eckfenster bilden. Genau so. Dann nehmen wir uns diese Ecke einmal und ziehen hier nochmal 3 Blöcke Holz hin. Und genauso an dieser Ecke auch. Also hier kommen auch nochmal 3 Blöcke Holz hin. Und hier auf dieser Seite kommt dann ein Eingang rein. Und zwar nehmen wir uns dafür erstmal Quarz und ziehen hier so einen Quarzrahmen hin. Und hier genau in der Mitte von der Innenseite kommen dann wieder 2 Birkenholztüren rein. Und dann haben wir hier auch wieder so einen Eingang auf dieser Seite. Und dann zu guter Letzt müssen wir das hier nur noch zumachen. Und da nehmen wir uns einfach Glasscheiben und ziehen hier 5 Stück nebeneinander. Rechts nochmal 3 Quarzblöcke aufeinander und füllen dann hier den Rest auch wieder mit Glasscheiben auf. Und dann haben wir hier auch nochmal so ein Glasfenster. Und jetzt muss ich mal gerade drum herum fliegen und gucken, ob hier alles dicht ist, ob ich nichts vergessen habe. Aber es scheint zu passen und das ist sehr gut. Okay, cool. Dann als nächstes würde ich fast sagen, dass wir erstmal anfangen, hier die Treppe hinzubauen. Wir haben ja hier schon die 2 Blöcke rausgerissen. Genau dort kommen dann einmal Birkenholztreppen drauf. Hier würden die nächsten hinkommen. Und dann ziehen wir einmal Holz darunter. Dann kommen hier die nächsten Treppen hin. Holz darunter. Hier die nächsten Treppen hin. Hier Holz darunter. Und dann können wir anfangen, schon mal einen Weg zu ziehen auf dieser Höhe. Und zwar habe ich dafür polierten Diorit genommen und habe hier einen Weg gezogen. Und jetzt müsst ihr ganz genau gucken, wo, jetzt habe ich schon zu weit gebaut, wo dieser Eingang ist. Und genau auf der Höhe vom Eingang macht man dann einen Knick in den Weg rein und führt den dann einmal hier bis zur Tür. Also genau so. Dann als nächstes nehmen wir uns nochmal Birkenholzbretter und ziehen von hier aus Birkenholzbretter hier am Weg entlang. Das Schwein, das muss einmal weg, sorry. So um den Weg herum und dann einmal bis hier an die Hauswand dran. Und dieser ganze Bereich, der jetzt hier frei ist, also wo das Schwein gerade drin ist, da fangen wir an, hier links einmal eine Schicht nochmal Holz reinzuziehen und hier vorne, das kann man dann eigentlich auch komplett einmal bis hier vorne ziehen. Und der Rest, der jetzt hier noch frei geblieben ist,
dort nehmen wir uns Wasser und füllen das hier rein und haben dann hier unseren Swimmingpool. Also ganz easy. Und das ist eine coole Position. Genau, da hat man direkt hier den Swimmingpool. Und dann als nächstes habe ich auch nochmal hier Holz genommen, das hier entlang gezogen und dann hier einmal so durchgezogen, also dass es auf der Höhe rechts von dem Swimmingpool endet. Und auf der Seite habe ich hier einfach Holz drinne. Ich würde aber eigentlich sogar vorschlagen oder viel lieber hier einfach Grasblöcke reinmachen, dass man hier nochmal so ein Grasbeet hat und dann kann man da auch so ein paar dekorative Pflanzen und so reinziehen. Genau, so, noch eine Sache, die ich gemacht habe. Hier habe ich 3 Holzblöcke rausgerissen und dort Steinstufen reingezogen, damit man nochmal so einen Aufstieg hat. Also hier kommt man dann auf diesen Weg drauf, um das nochmal so ein bisschen nach unten anzugliedern. Und ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, hier die ganzen Treppengeländer hinziehen. Was ist denn mit diesem Schwein los? Sorry. Genau, dafür habe ich schwarze Glasscheiben genommen und habe dann beispielsweise hier einmal Blöcke hingezogen bis hier vorne, dann einmal hier rüber bis dahin und dann fängt man an von hier auch einmal Glasscheiben hier über die Ecke zu ziehen, hier entlang, hier weiter bis zu dieser Ecke und dann wieder zurück an die Wand dran. Dann hat man das auch schon mal abgegrenzt und dann fehlen jetzt noch die speziellen Dächer, die wir hier ja haben und dafür brauchen wir Quarzstufen. Und dann fangen wir an, hier auf der Seite, also hier, wo diese Holzlinie ist, da habe ich den zweiten Block von rechts genommen und davon die Unterseite. Also genau hier, da kommen einmal Quarzstufen dran und zwar 12 Stück. Also einer haben wir jetzt, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann gehen wir auf die linke Seite und nehmen uns diesen Block und die Unterseite davon. Da kommen auch 12 Quarzblöcke dran. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann verbindet man das hier hinten miteinander und dann habe ich das so gemacht, dass ich auf jeden zweiten Block auch nochmal so eine Verbindung gezogen habe. Hier nochmal. So, da muss man aufpassen. Hier nochmal und hier nochmal. Und um den Ganzen nochmal mit Stabilität zu verleihen, habe ich dann angefangen hier an der Stelle Birkenholzzäune habe ich da genommen und die einmal hier runtergezogen, so bis zum Boden und hier genauso das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. So schön die Zäune bis zum Boden, damit man das Ganze hier nochmal so ein bisschen stützt. Genau, und dann habe ich hier auf der Seite hier auch nochmal so ein kleines Vordach dran gemacht. Und zwar habe ich dafür auch wieder Quarzstufen genommen und habe angefangen auf dem dritten Block von links, die Unterseite davon, da habe ich 10 Quarzstufen dran gezogen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann geht man hier einmal 4 weitere Blöcke nach rechts, also 1, 2, 3, 4. Beziehungsweise sogar noch einen 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, dass es insgesamt 6 sind. Und dann zieht man das hier wieder zurück an die Hauswand dran. Und dann habe ich hier auch wieder auf jeden zweiten Block einmal so eine Quarzverbindung gezogen. Dass man dieses gleiche Muster, was wir dort haben, hier auch nochmal haben. Und um das Ganze hier nochmal zu stützen, habe ich hier auch hier bei der Ecke einmal so einen Zaun hochgezogen und genauso dann auf dieser Seite hier auch nochmal einen Birkenholzzaun so hingezogen. Genau, da seht ihr das, so ist das Ganze auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir hier auch nochmal unser kleines zweites Vordach. So, was man jetzt noch machen kann, ist hier auf der linken Seite habe ich nochmal was gemacht und zwar habe ich angefangen von hier Birkenholzbretter einmal um diese Zäune rumzuziehen. Dann habe ich unten den Zaun nochmal rausgerissen und hier nochmal so eine Verbindung, also das Ganze nochmal so ein bisschen breiter gemacht und hier Gras reingesetzt, dass man hier nochmal so ein Grasbecken hat oder so ein Grasbeet. So, und das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen so eine neuere Form, noch so ein bisschen eine andere Form und sieht auf jeden Fall mega cool aus. Also das würde ich auf jeden Fall machen.
Und ansonsten würde ich halt an eurer Stelle wirklich nochmal hier so ein paar Pflanzen reinziehen. Hier wahrscheinlich auch. Eventuell würde ich hier vorne sogar auch noch ein paar Pflanzen reinziehen. Und hier in dem vorderen Bereich, wenn sich das ergibt, auch nochmal. Aber da könnt ihr ja selber kreativ werden und euch euren Garten so einrichten, wie ihr wollt. Genau, an sich war es das sonst nämlich schon mit dem Haus. Dann würde ich sagen, an der Stelle, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Es war nicht zu kompliziert. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr das Haus auch auf meiner Website kostenlos runterladen. Genau, dann würde ich sagen nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.